Die Umweltkatastrophe im August 2022 hat der Oder erheblichen Schaden zugefügt. Etwa 1000 Tonnen Fisch verloren ihr Leben und in über 300 Flusskilometern litten Wasserlebewesen unter dem Gift der Alge Prymnesium parvum. Das qualvolle Massensterben von Fischen, Muscheln und Schnecken hat ein alarmierendes Bild des ökologischen Schadens hinterlassen. Doch wie gravierend ist die Schädigung für die Oder insgesamt? Und welche Maßnahmen sind notwendig, um eine Erholung und Rückkehr zu einem gesunden Ökosystem zu unterstützen? Christian Wolter forscht zu den Auswirkungen der Oder-Katastrophe und wie sich die Fischgemeinschaft seitdem in der Oder entwickelt hat. Die Zahlen kann man nennen, wie sich das verändert hat. Die mittlere Oder hat in der Strommitte zum Beispiel deutlich über 70% relative Verluste gehabt. Wir haben glücklicherweise nach der Oder-Katastrophe ausgezeichnete Reproduktionsbedingungen für die Fische gehabt. Und wenn man sich dann überlegt, wann die einzelnen Arten die Geschlechtsreife erreichen, dann würde ich von einer Erholung sprechen. Und das ist 2026, 2027 gegeben. Dann sind alle Arten wenigstens einmal wieder zum Laichen gekommen von dem 2023er Jahrgang. Die sogenannte Elektrobefischung ermöglicht es den WissenschaftlerInnen, sich ein genaues Bild vom Fischbestand in der Oder zu machen. Die Elektrobefischung, das ist unsere Standardmethode für die Uferbefischung. Der Fisch wird zum gerichteten Schwimmen gezwungen und dadurch bekommen wir die Fische aus den Hindernissen raus. Um die Fischbestände möglichst ganzheitlich abbilden zu können, ist die Zusammenarbeit mit polnischen WissenschaftlerInnen wichtig. Es ist ein Grenzfluss und die Fische interessiert das überhaupt nicht. Wir haben am deutschen Ufer nicht was anderes als im gesamten Fluss. Insofern ist die Zusammenarbeit sehr wichtig und auf wissenschaftlicher Ebene hat die auch während der Katastrophe wunderbar funktioniert. Neben den verheerenden Verlusten an Fischen hat die Katastrophe von 2022 auch andere Lebewesen an der Oder schwer in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen waren kiemenatmende Schnecken und Muscheln. Massenweise verendeten diese Lebewesen, was nicht nur den ökologischen Zustand der Oder bis heute gefährdet, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die Nahrungskette und Biodiversität hat. Oskar Schröder vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ hat sich auf die Erforschung von wirbellosen Wassertieren, wissenschaftlich Macrozoobenthos genannt, spezialisiert. Er untersucht, wie sich die Schnecken- und Muschelpopulationen in der Oder-Flussmitte seit der Katastrophe entwickelt haben. Bei der Umweltkatastrophe sind ja nicht nur viele Fische gestorben, was sehr offensichtlich war, sondern auch andere Tiere, die man jetzt nicht so auf diesen Bildern, die durch die Nacht gegangen sind, sieht. Tiere, die im Gewässer leben, Krebstiere, Insektenlarven, Muscheln, Schnecken, Würmer. Und diese Tiere sind aber ökologisch eben in diesen Flüssen auch sehr wichtig. Gerade die Muscheln, die als aktive Filtrierer Algen, Phytoplankton, Schwebstoffe im Wasser aus dem Wasser filtern und sich davon ernähren und damit auch regulierend auf Algeblüten einwirken. Gerade die Muscheln sind möglicherweise ähnlich wie die Fische stark beeinträchtigt worden. Und verschiedene Muschelarten brauchen allerdings vermutlich unterschiedlich lange, um sich wieder zu regenerieren, da sie einfach unterschiedliche Längen in ihren Lebenszyklen haben. Die Oder ist an sich eigentlich ein ziemlich flacher Fluss, aber trotzdem sind die Bereiche, in denen wir diese Tiere sammeln, nicht einfach mit Gummistiefeln oder Warthosen erreichbar, sondern wir müssen dort tatsächlich mit einem Forschungsschiff rausfahren und die Tiere mit einem Gerät, einem Airlift-Sampler, vom Gewässergrund hinaufholen, um sie erproben zu können. Das tun wir in der Flussmitte, aber auch in den Randbereichen, in den Buhnenfeldern und an den Buhnenköpfen des Flusses. Die Proben werden dann gewaschen, die Tiere in Alkohol fixiert und später im Labor dann gezählt und bestimmt. Und aus diesen Daten können wir dann die gesamten Artengemeinschaften dieser Tiere schätzen. Und diese Erkenntnisse können uns dann auch helfen, Möglichkeiten zu finden, den Fluss widerstandsfähiger zu machen für zukünftige Katastrophen dieser Art. Neben den Muscheln und Schnecken werden auch Insekten untersucht. Nadja Heidmann erforscht, wie sich die Oder-Katastrophe auf die Insekten ausgewirkt hat. Die aquatischen Insekten sind sehr wichtig für das Ökosystem, weil sie die Basis
vieler Nahrungsnetze bilden und Nahrung für sehr, sehr viele Organismen sind, sowohl aquatische als auch terrestrische. Zusätzlich zu den aquatischen Insekten schauen wir uns auch bodenbewohnende Arthropoden an, zum Beispiel die Laufkäfer und die Wolfsspinnen, die wir mit Becherbodenfallen fangen. Ein Ziel wäre herauszufinden, ob entweder die Artenzahlen zurückgegangen sind oder auch die Individuenzahlen der Insekten zurückgegangen sind. Und wir hoffen auch Rückschlüsse darüber ziehen zu können, ob es zu einer Erholung kommt der Insektenpopulation. Die DNA-Analyse hilft den Wissenschaftlern zudem, ein ganzheitliches Bild vom Zustand des Gewässers zu erhalten. Sai Hariharan hat sich auf die DNA-Spuren in den Wasserproben aus der Oder spezialisiert. My focus is specifically on the microorganisms and how they changed after the catastrophe. If there are some remediating measures that the microorganisms can do in order to survive, is one aspect that we look at, and also the influence of anthropogenic activities which has caused this bloom and how we can mitigate it. So the first step would be we collect the samples, then we filter it to a Steribix filter, which is like 0.22 microns, and we filter all the microbial load or all the organisms which are present in the water. And then we fix the samples so that we are interested in the DNA, so our environmental DNA that we need to extract from these samples. The next step would be the extraction of DNA. And then once we have this data, we analyze for like the organisms which are present, which basically helps us identify what's going on in the river in terms of the microorganisms. But the point here will also be that we don't have enough data before the catastrophe to know like exactly how the ecosystem has changed. Das ganzheitliche Bild des Oder-Gewässers zu verstehen und weiter zu erforschen, soll dazu beitragen, dass sich eine Katastrophe wie 2022 nicht wiederholt. Neben den Fischen sind dabei auch Kleinstlebewesen wie Insekten, Muscheln und Schnecken von Bedeutung, um die Funktionen des Flussökosystems und damit auch seine Widerstandsfähigkeit zu sichern. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen deuten außerdem darauf hin, dass Fische vor allem Rückzugs- und Reproduktionsräume benötigen. Diese Räume sind entscheidend, damit sich die Populationen im Falle von Extremereignissen wieder schneller regenerieren können.